Hast du in den letzten Tagen auch gespürt, wie sich die Welt um dich herum langsam verändert und eine ganz neue, kraftvolle Dynamik in der Luft liegt? Wir stehen in dieser Woche an einer der bedeutendsten Schwellen des gesamten Jahres, an der sich die sanfte Stille der Fischesaison mit dem feurigen Erwachen des Frühlings verbindet. Es ist eine Zeit, in der ein Neumond uns dazu einlädt, Altes liebevoll gehen zu lassen, während das astrologische Neujahr bereits an die Tür klopft. Doch wie gelingt es uns, in diesem Wirbelsturm der Energien die eigene Mitte zu bewahren und die neu gewonnene Klarheit für den eigenen Weg zu nutzen? Bleib dran, denn wir schauen uns heute gemeinsam an, wie du diese Schwellenzeit für deine persönliche Neuausrichtung gestalten kannst. Willkommen zu einem neuen Astro-Oracle-Reading als Seelenkompass für die kommende Woche. Egal, ob du gerade auf YouTube zuschaust oder unterwegs zuhörst auf einer Podcast-Plattform deiner Wahl, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Nicole, ich bin spirituelle Mentorin, Astrologin und Coach für Biografiearbeit. Gemeinsam tauchen wir heute tiefer in die Welt der Astrologie, der Spiritualität und der Selbstreflexion. Die Woche vom 16.03.2026 bis zum 22.03. markiert eine der kraftvollsten Übergangsphasen des Jahres. Wir befinden uns in der Zeit der Tag- und Nachtgleiche, in der das Licht und die Dunkelheit für einen Moment im Einklang stehen, bevor die Sonne in den Widder tritt und das astrologische Neujahr einläutet. Diese Phase lädt uns dazu ein, die introvertierten und träumerischen Impulse der letzten Wochen mit dem aufkeimenden Tatendrang des Frühlings zu verknüpfen. Ein Neumond in den Fischen bietet uns zudem den Raum, innerlich aufzuräumen und Visionen zu sehen, die nun durch die Direktläufigkeit von Merkur wieder mit mehr Klarheit und Fokus kommuniziert werden können. Es ist eine Woche der bewussten Schwellengänge, die uns dazu einlädt, das Gleichgewicht zwischen dem Sein und dem Werden neu zu entdecken. Denk immer daran, die Astrologie zeigt Tendenzen und Potenziale auf. Du bist nicht das Opfer der Umstände, sondern ein bewusster Schöpfer, der mit den Energien des Universums tanzt. Wie stark du diese Energien spürst, hängt auch immer von deinem ganz persönlichen Geburtshoroskop ab. Lass uns nun die Schlüsselmomente der Woche genauer betrachten. Am Montag, den 16.03. um 6:30 Uhr bildet Lilith ein Quadrat zu Merkur. Dies kann symbolisch auf einen Widerspruch zwischen den eigenen Überzeugungen und dem äußeren Umfeld hinweisen. Es ist eine Zeit, die dazu einlädt, die intuitiven Erkenntnisse und den Intellekt als gleichwertig zu betrachten, um eine vertiefte Wahrnehmung zu finden. Der Dienstag, den 17.03. beginnt um 0:14 Uhr mit dem Wechsel des Mondes in die Fische. Dies wird oft mit einer gesteigerten Sensibilität assoziiert und lädt dazu ein, sich den eigenen Träumen und der inneren Welt zuzuwenden. Am Mittwoch, den 18.03. wird das Human Design Tor 25 aktiv, was symbolisch für eine unschuldige Offenheit dem Leben gegenübersteht. Um 17:08 Uhr bildet Venus ein Quadrat zu Jupiter, was dazu einladen kann, die Balance zwischen materiellen Werten und geistigen Interessen neu auszutarieren. Später um 21:19 Uhr regt ein Sextil zwischen Sonne und Uranus dazu an, Originalität und neue Wege in den Blick zu nehmen. Am Donnerstag, den 19.03. erleben wir um 2:22 Uhr den Neumond in den Fischen. Dies wird traditionell als Zeit für einen Neuanfang gesehen, um klare Grenzen zu ziehen und die eigenen Bedürfnisse sanft auszuloten. Wenn der Mond um 5 Uhr in den Widder wechselt, kann dies symbolisch für einen ersten Funken neuer Energie stehen. Der Freitag, den 20.03. markiert um 15:45 Uhr mit dem Eintritt der Sonne in den Widder das astrologische Neujahr und die Frühlingstag- und Nachtgleiche. Dies gilt als symbolischer Startschuss für einen neuen Zyklus. Dass Merkur um 20:36 Uhr wieder direktläufig wird, kann dabei begleiten, die in der Reflexion gewonnenen Erkenntnisse nun klarer einzuordnen. Am Samstag, den 21.03. um 7:33 Uhr wechselt der Mond in den Stier, was eine Energie symbolisiert, die uns einlädt, Beständigkeit und Sicherheit in unserem Fundament zu finden. Am Sonntag, den 22.03. bildet Mars um 1 Uhr ein Trigon zu Jupiter, was dazu einladen kann, persönliche Wünsche und ethische Erwägungen harmonisch miteinander zu verbinden. Um 12:18 Uhr trifft die Sonne auf Neptun, was symbolisch für eine Phase gesteigerter Inspiration und ein empfindsames Verständnis für seelische Belange stehen kann. Und nachdem wir nun die kollektiven Strömungen und kosmischen Ereignisse der Woche betrachtet haben, wollen wir den Blick tiefer nach innen richten. Denn diese Energien wirken auf jeden von uns anders, je nachdem, wo wir in unserem Leben stehen. Um eine persönliche Brücke zu diesem Thema zu schlagen und dir eine ganz individuelle Seelenbotschaft mit auf den Weg zu geben,
Lass uns einen Blick auf die Orakelkarten für die 3 Qualitäten der Tierkreiszeichen werfen. Für die kardinalen Zeichen Widder, Waage, Krebs und Steinbock zeigt sich in dieser Woche die Karte Stier. Diese Karte wird oft mit Stabilität, Genuss und einer sicheren Basis assoziiert. In einer Zeit des feurigen Aufbruchs lädt euch dieser Impuls dazu ein festes Fundament zu schaffen, auf dem eure neuen Vorhaben sicher gedeihen können. Es geht darum, die Beständigkeit zu würdigen und sich mit der eigenen Zuverlässigkeit zu verbinden. Deine Reflexionsfrage lautet: An welchen materiellen oder inneren Werten möchtest du in dieser Zeit des Umbruchs ganz bewusst festhalten? Dein praktischer Tipp für diese Woche ist, dir einen Moment des bewussten Genusses zu erschaffen, um die Verbindung zur Erde zu stärken. Als archetypischer Begleiter können euch Steine wie der Saphir oder die Koralle dienen, denen traditionell eine erdende Qualität nachgesagt wird. Bei den Düften laden ätherische Öle wie Orange oder Rose dazu ein, Wohlbefinden und Sanftheit zu kultivieren. Als Ritualvorschlag könntest du dir einen kleinen Platz in deinem Zuhause mit Fundstücken aus der Natur gestalten, um deine eigene Beständigkeit symbolisch zu ehren. Werbung. Die passenden Ressourcen dazu findest du wie immer in der Videobeschreibung. Die fixen Zeichen Stier, Skorpion, Löwe und Wassermann erhalten in dieser Woche die Essenz der Karte Samen der Hoffnung. Diese Karte symbolisiert den zarten Beginn eines neuen Zyklus und passt wunderbar zur aktuellen Frühlingsenergie. In euch darf nun eine Vision oder ein kleiner Traum keimen, der das Potenzial zur Entfaltung in sich trägt. Es ist eine Einladung, die Zuversicht zu stärken und alte Lasten symbolisch abzuwerfen, um Platz für das Neue zu schaffen. Deine Reflexionsfrage lautet: Welchen kleinen Keimling einer Idee möchtest du jetzt ganz besonders dem Licht entgegenstrecken? Dein praktischer Tipp ist, deine Vision für das kommende astrologische Jahr schriftlich festzuhalten und ihr dein volles Vertrauen zu schenken. Zur Begleitung können hier Steine wie der Bergkristall oder der grüne Aventurin gewählt werden, die oft als Symbol für Klarheit und Wachstum genutzt werden. Die Düfte von Zitrone oder Bergamotte können dazu passend eine optimistische Atmosphäre schaffen. Ein schönes Ritual wäre ein bewusster Frühjahrsputz in deinem Umfeld, auch im Außen Raum für die frische Energie des Frühlings zu bereiten. Werbung. Alle Links dazu sind unten für dich aufgeführt. Für die flexiblen Zeichen Zwillinge, Schütze, Jungfrau und Fische zeigt sich die Karte Pluto. Diese Karte steht symbolisch für tiefgreifende Wandlungsprozesse und die Kraft der Erneuerung. Sie lädt euch dazu ein, euch alten Mustern wertfrei zu stellen und durch das bewusste Loslassen Raum für eine innere Wiedergeburt zu schaffen. Es ist eine Zeit, in der das Unbewusste beleuchtet werden darf, um Platz für neue, authentische Wege zu finden. Deine Reflexionsfrage lautet: Welchen Teil deiner bisherigen Identität darfst du in diesem neuen Zyklus sanft hinter dir lassen? Dein praktischer Tipp ist, die Energie des Neumonds für eine stille Meditation zum Thema des inneren Loslassens zu nutzen. Als symbolische Begleiter können hier der Obsidian oder der Amethyst dienen, die oft mit den Transformationsprozessen in Verbindung gebracht werden. Düfte wie weißer Salbei oder Zeder werden traditionell genutzt, um eine Atmosphäre der Reinigung zu unterstützen. Als Ritual könntest du ein reinigendes Räuchern mit weißem Salbei durchführen, um alte Energien symbolisch zu verabschieden und dich für das Kommende zu öffnen. Bitte nicht vergessen, danach gut zu lüften. Werbung. Die entsprechenden Empfehlungen findest du in der Infobox. Diese Woche führt uns durch ein bedeutendes Tor der Neuausrichtung. Der Mond in den Fischen lädt uns dazu ein, einen alten Zyklus liebevoll abzuschließen und den Boden für den Widderaufbruch zu bereiten. Mit der Rückkehr von Merkur in die Direktläufigkeit kehrt auch die Klarheit zurück, die uns dabei begleitet, unsere Visionen nun mutiger in die Welt zu tragen. Vertraue auf deinen persönlichen Prozess der Erneuerung und nutze die frische Energie des Frühlings für deinen ganz eigenen Weg. Ich danke dir, dass du deine Zeit mit mir geteilt hast. Wenn du tiefer in diese Themen eintauchen möchtest, abonniere gern meinen Kanal auf YouTube bzw. meinen Podcast und teile deine Gedanken in den Kommentaren. Werbung. Alle Links zu den erwähnten Ressourcen oder den von mir verwendeten Produkten findest du wie immer in der Beschreibung bzw. den Shownotes. Pass gut auf dich auf, sei sanft mit dir selbst und erinnere dich immer an dein inneres Potenzial. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.